Hi, hier ist wieder deine Holo-Mentorin. Entschuldige die schlechte Verbindung. Das Datennetz ist leider aufgrund der aktuellen Krisen immer noch gestört. Auf deinen Missionen kann das Wissen um rechtwinklige Dreiecke Gold wert sein. Deshalb zeige ich dir heute, was rechtwinklige Dreiecke sind und wie du mit ihnen arbeitest. Dreiecke sind geometrische Figuren, die uns ständig in unserem Alltag begegnen, wie beispielsweise hier bei der Sportsession unserer Aktivistin. Da sie ihre Übungen korrekt vollführt, finden wir bei ihrem Workout auch einen rechten Winkel, und zwar genau hier. Rechtwinklige Dreiecke zeichnen sich also durch einen 90-Grad-Winkel aus. Die Ecken von Dreiecken werden meist mit Großbuchstaben beschriftet, hier die Punkte A, B und C, und die Seiten mit Kleinbuchstaben. Die Seite gegenüber der Ecke A wird mit klein a bezeichnet, die Seite gegenüber B mit klein b und die Seite gegenüber von der Ecke C mit klein c. Daraus ergeben sich 3 innen gelegene Winkel, Alpha, Beta und Gamma. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Dreiecksarten, je nachdem, was sie für Seitenlängen und Winkel haben. Heute ist jedoch das rechtwinklige Dreieck für uns relevant. Das bedeutet, dass ein Winkel genau 90 Grad hat. In unserem Fall ist das Gamma. Bei allen Dreiecken, egal welcher Form und Art, beträgt die Summe aller Innenwinkel übrigens immer 180 Grad. Schauen wir uns das nun genauer an. Rechtwinklige Dreiecke finden wir fast überall, wie hier bei einem stromlosen Fortbewegungsmittel. Die Seite, die dem 90-Grad-Winkel gegenüber liegt, ist die längste und wird als Hypotenuse bezeichnet. Aber Vorsicht, das muss nicht immer die Seite C sein, so wie hier. Die anderen Seiten sind kürzer und heißen Katheten. An diesem Dreieck ist die Seite G die Hypotenuse und Seite F und H sind die Katheten. Aber zurück zu unserem Ausgangsbeispiel. Je nachdem, welchen Winkel du betrachtest, können diese Seiten noch genauer unterschieden werden, und zwar in Ankathete und Gegenkathete. Willst du zum Beispiel Beta berechnen, dann ist die Seite, die dem Winkel gegenüber liegt, die Gegenkathete und die, die an dem Winkel anliegt, die Ankathete. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Erstens, rechtwinklige Dreiecke besitzen einen rechten Winkel. Dieser hat 90 Grad. Zweitens, die gegenüberliegende Seite vom rechten Winkel ist gleichzeitig die längste Seite des Dreiecks und wird Hypotenuse genannt. Aber was hat jetzt ein griechischer Philosoph namens Pythagoras damit zu tun? Nun ja, er hat sich viele Gedanken zum Thema gemacht und eine Formel aufgestellt, mit der die Seitenlängen eines rechtwinkligen Dreiecks berechnet werden können. Der Satz des Pythagoras sagt, dass das Quadrat der Hypotenuse C gleich der Summe des Quadrates der Kathete A und des Quadrats der Kathete B ist. Sprich, C² ist gleich A² plus B². Ist G die Hypotenuse, dann sieht das Ganze wie folgt aus. G² ist gleich F² plus H². Um die Hypotenuse zu bestimmen, muss das Quadrat aufgelöst werden. Dazu ziehst du auf beiden Seiten der Gleichung einfach die Quadratwurzel. Die Quadratwurzel hebt sozusagen das Quadrat an der Hypotenuse auf. Aber Vorsicht, die Formel funktioniert so nur, wenn die Seite C die Hypotenuse ist. Sollte einmal eine Kathete gesucht werden, musst du erst umstellen und dann die Wurzel ziehen. Okay, gehen wir noch einen Schritt weiter. Der Satz des Pythagoras hilft dir ja bei der Berechnung einer Seitenlänge. Jetzt wollen wir noch die Seiten in Verbindung mit den Winkeln bringen. Das machen wir über den Sinus, Cosinus und Tangens. Sinus, Cosinus und Tangens sind Winkelfunktionen und besagen im Prinzip nichts weiter, als dass die Größe des Winkels die Länge der Seiten im rechtwinkligen Dreieck beeinflusst. Betrachten wir mal den Winkel Alpha. Wenn der größer wird, verändern sich automatisch auch die Seitenlängen von Hypotenuse und Katheten. Vergleiche dazu mal die Seite B und C in den beiden Dreiecken. Der Sinus eines Winkels Alpha ist dabei gleich dem Verhältnis aus Gegenkathete und Hypotenuse. Sinus Alpha ist hier a durch c. Und der Cosinus eines Winkels Alpha ist gleich dem Verhältnis aus Ankathete und Hypotenuse. Cosinus Alpha ist hier b durch c. Und der Tangens eines Winkels Alpha ist gleich dem Verhältnis aus Gegenkathete und Ankathete. Tangens Alpha ist hier a durch b.
Fassen wir nochmal kurz zusammen. Dreiecke haben 3 Seiten. Diese spannen die Innenwinkel auf. Beim rechtwinkligen Dreieck ist einer davon 90 Grad. Die Seite, die diesem Winkel gegenüber liegt, wird Hypotenuse genannt. Handelt es sich um so ein Dreieck, können wir den Satz des Pythagoras anwenden. Der besagt, dass das Quadrat der Hypotenuse gleich der Summe der Quadrate der Katheten ist. Das hilft dir, wenn du eine Seitenlänge berechnen musst. Mit den Winkelfunktionen Sinus, Cosinus und Tangens können die Winkel und Seiten im rechtwinkligen Dreieck berechnet werden. Dabei ist Sinus Alpha gleich der Gegenkathete durch die Hypotenuse. Cosinus Alpha gleich der Ankathete durch die Hypotenuse und Tangens Alpha gleich der Gegenkathete durch die Ankathete. Anwendungen finden Sinus, Cosinus und Tangens übrigens im Sinus, Cosinus und Tangens-Satz, aber dazu mehr in einem anderen Video. So, jetzt bist du aber für deine Mission gewappnet. Und wenn du mich brauchst, ich bin nur einen Knopfdruck entfernt.